Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Der erste Kaiser. Ich bin euer Dominus und wir spielen Teil 2 der ersten Kampagne von diesem Spiel. Ja, im ersten Teil dieser Kampagne haben wir das Dorf Banpo gegründet und diese Kampagne ist ja als Tutorium aufgebaut, wo wir die Grundlagen dieses Spiels dann kennenlernen. Im zweiten Teil bauen wir oder gründen wir eine neue Stadt, Erliou-Tou. Ja, und da bin ich mal sehr gespannt, ob wir das Gelernte jetzt auch erfolgreich umsetzen können. Hier auf der Ebene von Erliou-Tou soll eine neue Stadt gegründet werden. Der nahegelegene Fluss wird große Mengen köstlicher Fische liefern und der fruchtbare Boden bietet die ideale Voraussetzung für reiche Ernten nahrhaften Weizens. Außerdem können bei Bedarf zusätzliche Lebensmittel aus Hemoudou oder Banpo importiert werden. Wie zuvor können in den Brennöfen edle Keramikwaren hergestellt werden. Es heißt, dass die schönsten Geschenke in den kleinsten Verpackungen stecken. Das gilt auch für die winzige Seidenraupe. Dieses wunderbare Geschöpf erzeugt einen feinen Faden kostbarer Seide, wenn es mit zarten Maulbeerblättern gefüttert wird. Weber können diese empfindlichen Fäden dann zu kostbaren Gewändern verarbeiten, die von der an Zahl zunehmenden neuen Elite bereits sehr geschätzt werden. Tatsächlich benötigt ihre Stadt ein besonderes Viertel, das für eine Reihe dieser wohlhabenden Bürger reserviert ist. Da sich die Kunde von der wunderschönen Seide, die in ihrer Stadt hergestellt wird, immer weiter verbreitet, darf es sie nicht allzu sehr überraschen, wenn ein gieriger Nachbar um einige Muster bittet. Der Titel dieser Mission in unserer Tutoriumskampagne der Xia-Dynastie lautet Die Elite von Erliou-Tou. Ja, und wir müssen nun ein Wohngebiet der gehobenen Wohnungen errichten. Wir brauchen 40 Personen in dem Haustyp üppiges Ziwan oder besser. Und wir müssen in einem Jahr mindestens 5 Seidenballen produzieren. Ja, wir haben es im Intro gehört, wir können jetzt Seide produzieren, die wir ja für unsere Elite brauchen. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal die Stadt an, beziehungsweise die Karte, wo wir Erliou-Tou gründen werden. Ja, wir kriegen hier nochmal die Information, was jetzt zu tun ist, nochmal, wie wir das Missionsziel uns anschauen können, ja, was wir jetzt so entsprechend produzieren und anbauen können. Hier das Gewerbeministerium haben wir jetzt hier, hatten wir aber auch schon in der vorherigen Kampagne. Ja, dann uns die Karte in Ruhe anschauen und Kaiserreichskarte anschauen und dass wir auch vorplanen. Hier zum Beispiel hat man uns schon ja, den Tipp gegeben, wo wir was bauen können. Ja, das ist sehr gut. Da wissen wir jetzt schon Bescheid. Ja, Verschönerungen. Wir können jetzt auch ja, weitere Verschönerungselemente bauen, nämlich unsere großer Weg und kaiserlicher Weg. Ja, alles das, was wir eigentlich jetzt in den vorherigen Missionen schon alle entsprechend gelernt haben. Ja, und dann hier nochmal Spion ausbilden oder ein Geschenk schicken. Das ist sehr interessant. Das war mir nicht so ganz bewusst. Wir können mit dem Erstkontakt zu ja, anderen oder fremden Städten entweder denen ein Geschenk machen oder einen Spion ausbilden und der soll dann Informationen sammeln. Also wir können beides machen und hier wird auch schon gesagt, wir sollen, glaube ich, für Hemoudou sollen wir ein Geschenk schicken und für Davenko sollen wir einen Spion schicken. Okay, ja, das werden wir dann mal machen. Ja, nochmal, dass wir jetzt im Gewerbeministerium sehen können, wie viele Arbeitslose wir haben. Ja, das, was wir produzieren können, also alles hier nochmal entsprechend aufgeführt, um jetzt tatsächlich unsere erste richtige Stadt zu gründen. Und hier kriegen wir auch nochmal die Mitteilung, im Verlauf des zweiten Jahres werden Sie aus Hemoudou eine Forderung nach Ballen erhalten. Ja, und das sollten wir dann auch früh genug produzieren, damit wir diese Forderung ja, entsprechend erfüllen können.
Gut. Ja, dann nochmal hier über unsere Nahrung und wie wir entsprechend die Qualitäten ändern. Und dann die Entwicklung von gehobenen Wohnungen natürlich. Aber da verweise ich natürlich auch wieder auf mein Tutorium, wo wir alles entsprechend erklärt und im Detail besprochen haben. Gut, ja, bevor wir jetzt loslegen, schauen wir uns die Karte nochmal in Ruhe an. Dafür gehen wir aber in den Pausenmodus. Gut, wir haben hier einen Fluss im Süden mit Fischbeständen. Der durchfließt die Karte hier Richtung Osten. Kleine Seitenzuflüsse. Macht dann hier so eine Wende und fließt dann ja im Norden dann aus der Karte heraus. Ja, wir haben hier überall Fischbestände. Wir haben Wanderbären. Wir haben hier im Osten das Plateau, wo wir unser Wohngebiet der gehobenen Wohnung aufbauen werden. Gut, ja, die Karte ist recht groß, fruchtbar, aber auch ein bisschen terrassiert. Oh, hier oben im Nordwesten sehen wir eine Ressourcenkennzeichnung. Hier haben wir Kupfer. Hier können wir Kupfer abbauen und Bronze herstellen. Sehr schön. Ja, und dann gehen wir wieder Richtung Süden. Haben wir hier schon das Wegesystem, was vorgegeben ist. Und hier ist der Anschluss an das Kaiserreich. Ja, und wir haben auch Wald. Eine schöne Karte, wo wir entsprechend unsere Stadt gründen können. Okay, dann schauen wir mal eben, was wir alles so produzieren können. Also wir haben ja schon gehört, bei der Landwirtschaft können wir jetzt hier Plantagen errichten, und zwar Maulbeerbäume. Und bei den Feldfrüchten haben wir Weizen und Hanf, was wir anbauen können. Ja, und bei Land und Meer können wir den Fischerkai errichten. Bei Gewerbe haben wir die Tongrube. Bei den Werkstätten haben wir den Brennofen. Ja, und bei den Kunsthandwerkern haben wir die Weberei und die Jadeschnitzwerkstatt. Handel ist klar und auch Sicherheit ist klar. Das Regierungsministerium ist noch nicht aktiv, dafür das Unterhaltungsministerium. Wir haben Musikschule und die Akrobatenschule. Bei Religion haben wir wieder nur den Ahnenschrein. Militär ist noch nicht freigeschaltet, aber die Ästhetik, und hier haben wir jetzt die ästhetischen Straßen. Wir können den großen Weg bauen. Ja, und wir können Gärten errichten und wir haben die Wohngebietsmauern. Gut, dann würde ich sagen, legen wir los. Und zwar mit unserem Wohngebiet für die Arbeiter. Als erstes, wenn ich die Möglichkeit habe und wenn wir das Geld dafür haben, baue ich ja immer die Verschönerung der Straßen. Wir haben ja jetzt hier nur den großen Weg, das heißt, die nur von einer Seite entsprechend eine Verschönerung darstellt. Das mache ich so bis hier und hier auch und hier auch. Das sollte man, wenn es möglich ist, immer zu Anfang machen, weil im Laufe des Spieles wird es schwierig, diese Verschönerungen durchzuführen, wenn wir beidseitig schon Parzellen ausgewiesen haben. Gut, wir legen los und setzen jetzt hier Parzellen. Und das passt ja sehr schön hier, ne? Nämlich so. Ja. Hier in der Mitte lassen wir nochmal. Das ist nämlich hier kein gutes Feng Shui. Hier geht noch. Hier geht es nicht so wirklich. Brauche ich aber trotzdem. Gut. Ihr wundert euch bestimmt jetzt, warum ich hier die Verschönerung nicht bis rangeführt habe. Wenn ich das mache, habe ich hier eine Kreuzung, weil ich muss ja hier irgendwo entweder eine Sperre oder eine Wohngebietsmauer bauen, die sich dann auf der Straße natürlich als Tor ausbaut. So, und dann habe ich jetzt hier keine Kreuzung. Wenn ich hier diese Straße baue, funktioniert das nicht. Beziehungsweise diese Verschönerung. So funktioniert es. Und die werden auch nicht eingestellt. Hier soll gar keine durch. Und dann können wir nämlich hier sehr schön diese Wohngebietsmauer hier so rausbauen. Das finde ich sehr gut. Okay, Pausenmodus kann aufgehoben werden. Ja, und dann warten wir jetzt mal auf unsere Bürger.
Da wandern sie ein und dann legen wir auch direkt los und bauen die Sicherheitseinrichtung und sorgen für Nahrung. So, die ersten Siedler sind eingetroffen und es ist wie bei den anderen Spielen, die Parzellen, die ihr als erstes ausweist, werden auch als erstes besiedelt. Das kann manchmal wichtig sein, ja, mit der Platzierung der Parzellen an günstigeren Stellen dann zu beginnen als so weit weg. Aber wir haben jetzt genug Arbeitskräfte, nämlich für den Inspektorenturm, der hier mit einem sehr guten Feng Shui aufwartet und auch mit dem Wachturm und natürlich mit dem Ziehbrunnen. Der kommt hier hin. So, damit haben wir schon mal für Sicherheit gesorgt und jetzt sorgen wir für Nahrungsmittel. Ich würde gerne mit Fischfang beginnen. Wir haben hier einen Fischgrund und wir haben hier diese langgezogenen Uferlinien, wo wir unsere maritimen Gebäude gut errichten können. Ich möchte allerdings auch noch ein bisschen Platz haben für eventuell Handelskais, die wir aber dann hier errichten können. Das heißt, wir haben schon 100 Personen in unserer Stadt. Ja, hier könnten wir doch 2 Fischerkais bauen. Ja, und ihr wisst, leider sind die Fischerkais das einzige Bauwerk bei der Landwirtschaft, die einen Inspektorenturm brauchen. Müssen wir leider bauen. Und wir haben auch leider hier ein schlechtes Feng Shui. Okay, kann ich jetzt auch nichts zu. Die Mühle dafür bauen wir wohin? Hier. Ja, ihr habt ja auch ein gutes Feng Shui und das passt doch ganz gut. Und der Inspektor kann hier entlang gehen und auch die Mühle entsprechend, ja, soweit betreuen. Wir haben allerdings auch jede Menge Arbeitslose. Wir können schon die zweite Nahrungsmittelart zur Verfügung stellen. Da muss man eben gucken. Und zwar möchte ich das hier hinbauen. Ich möchte aber hier noch genug Platz für Verschönerungen haben. Dann bauen wir das schon mal so und dann kommt ja hier die Wohngebietsmauer so. Okay, dann habe ich dann jetzt hier Platz für die Farm. 1, 2, 3. Okay. Ja, das wird auch ein bisschen weiter runter gehen hier. So müsste es passen. So. Dann geht es hier runter. Oh, das passt aber gerade, ne? So, dann können wir hier auch schon die Weizenfelder anlegen. Nach hierhin ist sie leider etwas unfruchtbar. Unsere Weizenfelder. So, wir haben auch schon den ersten Fisch in der Mühle. Dann bauen wir jetzt hier unseren Marktplatz auf. So, und hier muss natürlich auch wieder das Tor der Wohngebietsmauer hin. Das stellen wir ein. Marktangestellte dürfen das Tor passieren. So, und dann können wir jetzt hier den Marktplatz bauen. Da muss ich ein bisschen Wald hier wegnehmen. Oh, auch ein sehr gutes Feng Shui. Das gefällt mir. Und hier kann genau die Mauer entlang. Oh, das habe ich gut platziert. Sehr schön. So, dann kann ja auch schon der Stand für Nahrung aufgebaut werden. Gut, wir haben immer noch genug Arbeitslose. Fangen wir mit unseren Exportprodukten an. Ich würde jetzt tatsächlich schon Seide produzieren. Dafür brauchen wir natürlich die Plantage. Seidenraupenhütte. Und hier ist doch ein sehr, sehr guter Platz dafür. Können wir sogar den Wald hier ein bisschen wegnehmen.
Mhm. Ja. Hier kommt natürlich auch noch eine Reihe hin. Sehr schön. So, Maulbeerbäume haben eine Saison, nämlich ab April. Gut. Das dauert noch ein bisschen. So, unsere Bürger haben Nahrung bekommen, brauchen allerdings auch Religion. Wir bauen den Ahnenschrein. Ja, der hat hier ein gutes Feng Shui. Dann entwickelt sich das hier weiter. Wir bauen direkt die Hanffarm. Hier ist jetzt kein gutes, fruchtbares Land mehr, es sei denn, man könnte den Weg umlegen, nämlich so. Dann könnte man hier noch was bauen. Die Hanfarm ist ein bisschen kleiner, ne? Ja, aber hier ist es ja total unfruchtbar, ne? Nee, vielleicht machen wir hier noch mal eine Seidenraupenplantage. Aber hier haben wir auch eigentlich mehr Platz dafür. Nee, ich glaube, ich mache das anders. Wir haben hier noch schön fruchtbares Land. Auch hier mache ich mal eben so, dass ich weiß, wie weit ich Plantagen bauen kann. Gut, dann baue ich nämlich hier den Weg entlang. So als Platzhalter, weil wir haben ja hier unser Kupfervorkommen und das müssen wir ja noch irgendwie anschließen. Wir können zwar in dieser Mission jetzt kein Kupfer abbauen, aber später bestimmt und dann können wir das hier sehr gut anschließen. Und dann können wir nämlich jetzt hier die Hanffarm aufbauen. Hier. So. Nicht vergessen, hier eine Sperre zu setzen. Ja, und hier würde ich ja unser Gewerbegebiet aufbauen wollen. Wie gesagt, hier kommt die Mauer drumherum. Das brauche ich jetzt auch schon mal. Damit wir wissen, wie wir das bauen. So, und dann würde ich jetzt auch schon anfangen, Keramik zu produzieren. Bauen wir die Tongruben. Wie bauen wir das denn jetzt? 1, 2. Ja, dann bauen wir das hier so hoch. Ja, dann haben wir hier Produktionen, das passt. Und dann bauen wir hier Brennöfen hin. 1, 2, 3. Ja, jetzt brauchen wir Mitarbeiter, ne? So, wie passt das denn hier? Passt das gut? 1, 2. Nee, leider nicht so gut. Ja. Ein bisschen Verlust, weil wir hier nichts anderes bauen können, aber trotzdem finde ich das so eigentlich gar nicht schlecht, wie wir das gebaut haben. Wir brauchen ja auch noch Platz für unsere Lagerhäuser. So, das sieht hier auch sehr gut aus. Die brauchen jetzt eine bessere Qualität ihrer Nahrungsmittel, aber unser Weizen wird hier schon kräftig angebaut. Ernte ist, glaube ich, im September? Im Juli. Okay, ja, das habe ich noch nicht so ganz raus. Welche Fruchtfolge oder welche
Feldfrüchte wann reif sind. Aber wir könnten noch mal ein paar Zellen hier ausweisen. So, unser Hanf wird auch schon angebaut. Wir müssen jetzt gleich ein paar Lagerhäuser mal bauen. So, und hier wird auch schon, ja, die Maulbeerbäume kultiviert. Und da haben wir schon Rohseide. Ja, ich würde jetzt Folgendes machen. Wir parzellieren jetzt tatsächlich hier das nochmal bis hier unten hin aus. Und bauen jetzt erstmal 2 Lagerhäuser auf. Hier. Und zwar einmal hier für, das können wir so bauen, für Hanf. So, und dann kommt auch schon der Weizen. Das ist gut. Dann können wir nämlich jetzt hier einfach als minimale Qualität einstellen. Ich hoffe, es kommt jetzt noch ein bisschen Fisch. Ah, da kommt der Fisch, das ist sehr gut. Wir brauchen ein weiteres Lagerhaus, was ich jetzt hier aufbaue. Das wird eingestellt für Keramik und für Seide. Okay, und wir bauen die ersten Seidenwebereien. Wir haben also ein schlechtes Feng Shui hier. Ah, nee, das sieht gut aus. Hier sieht es auch gut aus. Dann können wir hier Tongruben bauen. Und dann bauen wir hier die Webereien. Da ist es auch gut. 3 Stück. Nee, wir brauchen nur 2. Die Frage ist, ob der Inspektor reicht, wenn wir das hier weiter ausbauen. Ich glaube, ich baue noch einen hier auf, vorsichtshalber. Das ist auch ein schlechtes Feng Shui. Das sieht besser aus. So, wir haben eine einfache Nahrungsmittelqualität und es gibt Glückskekse. So, und die brauchen jetzt, glaube ich, den Kräuterkundigen. Ne? Nee, einfach. Hanf brauchen sie jetzt. Oh, das passt wunderbar. Der Hanf ist schon im Warenlager. Dann kommt jetzt hier der Hanfhändler hin. Und wir haben mittlerweile schon 500 Personen in unserer Stadt. Der Hanfhändler hat eingekauft. So, da entwickeln sich unsere Wohngebäude weiter. Das passt wunderbar. Ja, ich meine, der Weg ist recht weit, den hier unsere Transporteure für die Seide, beziehungsweise für die Rohseide, ja, fahren müssen. Aber ich denke mir, das passt so ganz gut, wenn wir hier noch eine zweite Plantage bauen und dann hier dann halt die weiteren Webereien. Ich baue auf jeden Fall jetzt schon mal noch einen Brennofen hier auf. Okay, dann müssen wir jetzt mal so bauen. So, und ich dachte, wir kriegen eine Mitteilung, wann jetzt mal welche Orte hier entdeckt worden sind, aber sie sind, glaube ich, schon entdeckt. Wir gehen mal auf die Kaiserreichskarte. Ja, und das habe ich mir gedacht. Wir haben Himudu, den wir ja ein Geldgeschenk machen wollten. 1000. Und bei Davenku schicken wir einen Spion, der Informationen sammelt. Was anderes kann er auch nicht machen. So, und Banpo, da warten wir noch mal mit. Unser Gesandter macht sich auf den Weg, beziehungsweise er lässt sich tragen. So, Gesundheit ist gut, verschlechtert sich doch. Das ist auch der richtige Zeitpunkt, den
Kräuterstand zu errichten. Der passt wunderbar hierhin. Ja, und hier haben wir noch genügend Platz, neue Parzellen auszuweisen, aber damit warten wir jetzt. Kein Fest in diesem Jahr, weil wir keine Unterhaltungskünstler haben. Naja, gut. Ja, die brauchen Zugang zur Musik, da warten wir jetzt mal ein bisschen mit, weil ja, wir haben wieder jede Menge Arbeitslose. So, Seide haben wir auch schon in unserem Warenlager. Himudu dankt für das Geld, das ist sehr schön. Himudu ist freundlich gesinnt, braucht Seide und Keramik und produziert Reis und Jade. Wunderbar, mit dir würde ich gerne den Handel beginnen. Dann können wir nämlich Seide und auch Keramik verkaufen. Das gefällt mir gut. Aber ihr wisst ja vom Intro, dass wir noch eine Forderung von Seide bekommen. So, ich denke mal, die Handelsposten können wir ganz gut hier hinsetzen. Hier würde ich noch Fischerkais bauen. Und hier noch Tongruben. Ja, dann kriegen wir hier ein richtig schönes, kompaktes Gewerbegebiet hin. Ja, da ist es. Das Fest in Himudu. Dominus, Sie dreiköpfiger Hund, schicken Sie mir innerhalb von 6 Monaten 2 Seidenballen für mein Fest in Himudu zu Ehren von Nuwa. Ich bei Gongfu habe gesprochen. Ja, wir haben 3 Möglichkeiten. Wir können das jetzt losschicken, später oder verweigern. Ja, wer mich einen dreiköpfigen Hund nennt, gebe ich normalerweise keine Seidenballen, aber wahrscheinlich ist das hier so der Umgangston. Wir schicken die Ware los. Sehr gut. Und dann können wir jetzt auch gleich die Seide verkaufen. Ich hoffe mal, dass wir jetzt den Handel beginnen können. Wir können allerdings auch hier mal Nuwa ein mittleres Geschenk Keramik geben. Dann ist sie wenigstens zufrieden. Unser Spion war erfolgreich. Davenko ist gleichgültig, braucht Keramik, Hanf und geschnitzte Jade und produziert Weizen. Wir sind allerdings gleichgültig. Ich versuche aber trotzdem mal zu fragen, ob sie mit uns handeln wollen. So, und Banpo kriegt jetzt auch nochmal ein Geschenk. Den können wir ein mittleres Geschenk Keramik machen. So, dann hoffe ich mal, dass ich bald Handel betreiben kann, weil so allmählich ist meine Stadtkasse ein bisschen ja, zu niedrig für meinen Geschmack. Ja, und Himudu schätzt uns mehr, da wir die Forderung erfüllen konnten und der Handel kann auch eröffnet werden. Sehr schön. Dann bauen wir jetzt die Handelsstation von Himudu. Wo können wir die denn bauen, wo sie ein etwas besseres Feng Shui hat? Hier. Ja, hier wäre es mir eigentlich lieber, ne? Hier können wir auch noch Lagerhäuser bauen, ne? Dann bauen wir sie hier hin. So. Ja, und zum Handel und vor allem zu den Preisen möchte ich jetzt noch mal was sagen. Ich habe mich ja so ein bisschen gewundert, warum dauernd hier meine Handelspartner in den vorherigen Missionen ja unzufrieden, feindselig wurden, nicht mehr mit uns handeln wollten oder sogar, wie in der letzten Mission, ihre Importkosten so hochgeschraubt haben, dass wir sie nicht mehr eingekauft haben. Ich habe das etwas falsch interpretiert. Wenn wir diese Handelsposten bauen, haben wir hier die Preise. Das sind die Preise, oder das sind die Preise, die im Reich gültig sind. Die sogenannten Standardpreise. Gehen wir nochmal ganz kurz hier in den Handel. Und hier sehen wir das nochmal. Und wir können maximal das Doppelte vom Standardpreis verlangen. Also Keramik 75. Das heißt, ich könnte insgesamt maximal 150 Yen verlangen. Und ich habe das so verstanden, dass wenn der Preis rot gefärbt ist, ist der zu hoch für unsere Handelspartner und sie kaufen ihn nicht mehr. Und ja, das Ansehen geht zurück. Das Ansehen geht aber schon zurück, wenn ich den Preis
erhöhe und er im Handelsposten noch weiß ist. Also eine Erhöhung der Preise bewirkt eine Reduktion des Ansehens. Wie stark das ist, hängt natürlich davon ab, wie stark ich diesen Preis erhöhe. Und ich habe ihn wahrscheinlich in den vorherigen Missionen immer viel zu stark erhöht. Deswegen lasse ich diese Preise jetzt erstmal so, um das Verhältnis zu meinen neuen Handelspartnern nicht einzutrüben. Das war ein Fehler, den ich begangen habe und deswegen hatte ich immer die Probleme mit den unzufriedenen Handelspartnern. Das hier sind die Preise, die wir bereit sind zu zahlen, maximal. Und wenn jetzt ein Handelspartner zum Beispiel Keramik 160 Yen verkauft, wird er im Handelsposten rot gekennzeichnet und wir kaufen ihn nicht ein. So, das können wir hier reduzieren. Also wir könnten diesen Standard entsprechend auch runtersetzen. All das ist das, was wir bereit sind zu zahlen und das ist das, was wir entsprechend einstellen können für unsere Exportpreise. Ich lasse das jetzt so und wollte das jetzt einfach nochmal richtig stellen und hoffe somit, dass meine Handelspartner jetzt doch wesentlich glücklicher mit mir sind. So, wir müssen allerdings auch jetzt das hier einstellen. Wir verkaufen Keramik. Ich stelle das immer auf 6 ein, weil Sie nur 12 Einheiten kaufen. Dann können Sie das in einem Jahr in 2 Tranchen entsprechend kaufen. Seide stellen wir auch auf 6 ein und verkaufen wir auch. Gut. So, und dann wird die Ware jetzt hoffentlich zu unserem Handelsposten gebracht. Jawohl, das sieht sehr gut aus. So, Juli, der Weizen wird geerntet, das ist auch gut. Denn unsere Marktfrau kauft keinen Nahrungsmittel ein, weil die minimale Qualität auf einfach steht und es ist bis jetzt nur eine Nahrungsmittelart in der Mühle. Das Handelsabkommen mit Davenku ist abgewiesen worden und Banpo dankt für das Geschenk. Keramik brauchen sie nicht wirklich. Okay, dann machen wir Folgendes. Davenku kriegt Keramik, weil Keramik brauchen sie dann doch. Nee, kleines Geschenk ist schlecht. Dann warten wir noch ein bisschen. Banpo braucht Seide und Jade und produziert Hirse. Okay, gut. Das ist auch nicht so interessant, ne? Ja, da kommt wieder Rohseide. Wir haben Weizen und Fisch in der Mühle. Unsere Marktfrau ist glücklich und kann jetzt aus dem Vollen schöpfen. Das ist auch gut so. Damit wir hier keine Rückentwicklung haben. So, auch der Hanfhändler ist ein bisschen verzweifelt, weil er keine Ware mehr hat. Aber auch da wird gut produziert und im September wird auch geerntet. Ich glaube, das sollte funktionieren. So, und jetzt wird hier kräftig verkauft und Himuro verkauft mehr Reis. Oh, schön. Ja, wir müssen ja Reis oder Hirse oder beides später einkaufen, weil wir brauchen ja noch eine dritte Nahrungsmittelart für appetitlich. So, wir haben immer noch genug Arbeitslose. Ich würde gerne die Seidenproduktion ein bisschen erhöhen. Und auch unsere Tonproduktion, beziehungsweise Keramikproduktion. Also Ton brauchen wir auch. Und nochmal 2 Brennöfen. Haben wir hier irgendwo noch ein positives Feng Shui? Nein, also für die Brennöfen sieht es da ganz gut aus. Ja, und ich hatte ja schon gesagt, ich würde gerne hier noch eine zweite Farm oder Plantage für die Seidenraupenzucht aufbauen. Vorher würde ich aber jetzt wirklich mal unseren Bürgern etwas Kultur geben. Gucken wir mal.
wo wir die aufbauen können. Hier müssen wir auf jeden Fall darauf achten, dass wir den Weg hier hochbauen. So, für später. Jetzt kann erstmal hier noch eine Sperre hin. Brennöfen. Haben die hier ein gutes Feng Shui? Muss man mal kurz gucken. Ja, das sieht sehr gut aus. Da können wir noch welche bauen. Hier auch. Hier auch. Okay, dann bauen wir die Musikschule wo auf? Ja, dann bauen wir hier hin. So, unsere Musiker haben den Marktplatz erreicht. Und da sehen wir schon, das erste Haus hat sich weiterentwickelt. Ja, und jetzt können wir auch unsere Neujahrsfeste natürlich feiern. Ne? Ja, sehr schön. So, und die brauchen jetzt appetitanregend als Nahrungsmittel, Art oder Qualität. Aber damit warten wir jetzt noch ein bisschen, weil da werden jetzt erstmal genug Menschen in unsere Stadt einziehen. Dann müssen wir mal gucken, ob wir mit den Nahrungsmitteln überhaupt so auskommen. Ich wollte meine Seidenproduktion ja ein bisschen noch erhöhen. Ja, ein neues Jahr. Jetzt können wir tatsächlich mal das feiern. So, dann haben wir hier unsere zweite Plantage. So, ich möchte aber gerne jetzt hier mal gucken, dass wir mit denen in Handel kommen. So, mittleres Geschenk Keramik. Schicken wir den jetzt mal. Ja, und es wandern echt jede Menge Bürger hier ein. Wir bauen noch eine weitere oder ein weiteres Fischabteil hier auf. So, und jetzt läuft der Handel auch sehr geschmeidig hier, ohne dass unsere Handelspartner hier verärgert sind. Preise sehen gut aus. Und es wird fleißig gekauft. So, Himodo respektiert sie. Das ist gut. Sanftmütig. Also er ist tatsächlich ein Gegner, der jetzt sanftmütig ist. Das hört sich doch ganz angenehm an, oder? So, Banpo ist auch gleichgültig, braucht Seide und Jade. Den können wir nochmal ein Geldgeschenk machen, aber diesmal ein größeres. Wir verkaufen ja jetzt wirklich relativ gut hier, weil die Hirse brauchen wir auch später. Und wir haben schon 1000 Einwohner in Eritu. Oder? Erlitu. Okay. Übrigens, wir haben schon hier das Jahresziel für die Produktion von Seidenballen erreicht. Wir müssen uns jetzt mal allmählich mit dem Wohngebiet der gehobenen Wohnungen beschäftigen. Das machen wir, sobald wir jetzt hier noch unsere anderen Handelspartner haben. Gut, wir haben noch genug Arbeitslose. Wir brauchen hier noch die 2 Webereien. So, und da Venkubo, Dank für die Keramik, die sie nun wirklich brauchten. Dann fragen wir doch denen jetzt mal, die zwar immer noch gleichgültig sind, ob sie jetzt mit uns endlich den Handel beginnen wollen. So, immer noch genug Arbeitslose. Tja, dann bauen wir jetzt nochmal eine Tongrube, dann reicht es aber auch. Und nochmal 2 Brennöfen. Hier passt einer hin und hier. Und das Feng Shui ist bestens.
So, Banpo, Dank für das Geld. Bitte gerne. So, wie sieht es bei dir aus? Freundlich. Ja, dann komm. Beginnen wir auch den Handel mit dir. So, der Handel mit Davenkuro kann eröffnet werden. Sehr schön. So, die passt hier nicht mehr hin, ne? Nee, die passt hier nicht hin. Ah, muss sie doch hier hinbauen, ne? Banpo kommt ja auch gleich noch. Ja, dann bauen wir sie hier hin. So, und hier können wir auch nochmal Keramik verkaufen. Und wir können hier auch etwas Weizen einkaufen. Also 6. Dann können wir hier den Weizen fordern. Das haben wir gar nicht richtig eingestellt, stelle ich gerade fest. Das kann man natürlich erhöhen. Obwohl, das lassen wir jetzt mal so, ne? Ja. Obwohl, es wird gerade der Weizen geerntet. Dann brauche ich jetzt keinen Weizen einkaufen. Ja, wir können noch ein kleines Gewerbe für geschnitzte Jade machen, aber ich glaube, wir verdienen so genug. Ein ausländischer Abgesandter trifft ein. Ja, wir haben die Möglichkeit, wie gesagt, ihn Einlass zu gewähren, ihn zu exekutieren oder es zu verweigern. Wir erlauben es natürlich. Und Hemudo fordert eine Allianz. Ach, das ist ja interessant. Balgong Fu von Hemudo mich schickt, über ein Bündnis zwischen unseren beiden Städten zu verhandeln. Wir glauben, dass dies unser beiden Heimatländer erheblich stärken könnte, Dominus. Ja, das machen wir doch. Sehr schön. Jetzt haben wir tatsächlich einen Verbündeten hier. Ja, und da könnte man jetzt tatsächlich hier verschiedene Sachen fordern. Und man könnte, glaube ich, auch ein bisschen weiter runter gehen. Tiere fordern. Nee, ich dachte, man könnte auch militärisch entsprechend Schutz fordern. Ach nee, hier ist das. Diplomatisches Ersuch. Da können wir das machen. Verteidigungshilfe oder Militärschlag fordern. Okay, gut. So, unsere Stadt braucht mehr Arbeitskräfte. Dann kaufen wir jetzt hier Reis ein. Und was ist eigentlich billiger? Gucken wir mal eben. Ach, das sehe ich ja hier gar nicht. Moment, Reis kostet 29 und Weizen 28. Okay, und ich kann auch Hirse einkaufen. Ne? Wenn ich mit Banpo einen Handel eingehen kann. Da warte ich noch auf die Reaktion auf unser Gesuch. So, und wir kriegen die Mitteilung. Der Handel mit Banpo kann eröffnet werden. Sehr schön. So, das wollte ich ja hier hinbauen. So, die Hirse kostet 27. So, was war denn jetzt das billigste? Ich glaube... Hirse. Dann kaufen wir jetzt Hirse ein. Ja. So, ich wollte aber hier das noch einstellen. Also das kann angenommen werden. Reis muss geholt werden und Hirse muss geholt werden. Und das kann auch angenommen werden. So. Dann passt das. So, unsere Hirse wird eingekauft. Sehr schön. Dann stellen wir jetzt hier auch das auf gewünschte Qualität Appetit anregen. Das kann so bleiben, ja. Ja, mit dem Verkauf von Keramik verdienen wir jetzt wirklich richtig gut Geld. Das investiere ich jetzt mal ein bisschen in Verschönerung. Wenigstens, dass wir diese Mauern hier bauen können.
So. Und dann bauen wir das hier noch so rum. Sehr schön. So, wie sieht es bei unserer Mühle aus? Wir haben appetitanregende Nahrungsmittelqualität. Es gibt Krabben Siumai, was auch immer das sein soll. Und unsere Bürger brauchen jetzt Keramik. Nichts einfacher als das. Aber nicht hier, sondern hier. So, wie sieht unser Feng Shui aus? Oh, ein neues Jahr. Ja, wir feiern das. Unser Feng Shui ist günstig. Naja, könnte besser sein, aber so kann es bleiben. Beziehungsweise, man kann es natürlich noch verbessern. So, vielleicht sollten wir Religion hier unseren Chenong auch mal Keramik geben. Mittleres Geschenk. So, und ihr seht, wir haben jetzt auch kein Weizen mehr. Ja, den würde ich jetzt doch noch mal einkaufen. Wenigstens ein bisschen. Gut, wenn wir jetzt Weizen einkaufen, müssten wir das in der Mühle, glaube ich, umstellen, oder? Ach nee, es wird automatisch dahin gebracht. Das ist gut. Zwölf Arbeiter brauchen wir. Ja, wir können jetzt allmählich anfangen, unser Wohngebiet der gehobenen Wohnungen zu planen. Dafür mal eben kurz hier speichern. So, hier kommt ja das Wohngebiet der gehobenen Wohnungen hin. Muss ich mal gucken, wie wir das am besten machen. Mal gucken, wie wir diesen Marktplatz am besten planen. Wir brauchen ja jetzt einen großen Marktplatz. Und der ist schon echt groß, ne? Und hat ein schlechtes Feng Shui, das kommt auch noch zu. Aber hier wäre gar nicht schlecht, ne? Wir machen das mal so. Dann kann nämlich da eine Sperre hin. So. Hier kann eine Wohngebietsmauer hin. Was nehmen wir denn? Hellbraun. Das nehme ich hier wunderbar hin. Dann können wir hier die Mauer drumherum bauen. Ja, das ist gar nicht schlecht. Eben kurz gucken. Ja, vielleicht sollen wir mal in den Pausenmodus gehen. Wenn wir jetzt hier planen. Ja, dann können wir so. Und dann können wir den großen Weg doch so bauen. Ja, das passt. So, die sind ja 3x3 Felder groß, ne? Jawohl. Ich brauche auch noch Verschönerung. Also 1, 2, 3, 4. Ne, 4x4 sind sie groß. Dann 1, 2 für Verschönerung und nochmal 1, 2, 3, 4. Dann können wir es so bauen. Wo kommen wir denn hier entlang? Nicht ganz so schön, wie ich mir das vorstelle.
So und so. Okay. Ja, hier kommt einer hin. Wir haben so ein gutes Feng Shui. Das ist doch schön. Hier nicht so, aber hier. 1, 2, 3, 6 kriegen wir hier unter. Ja, das passt doch eigentlich ganz gut, ne? Hier haben wir auch noch ein bisschen Platz. Okay. So gefällt es mir dann doch ganz gut. Das ist hier so ein bisschen nicht ganz so hübsch, weil wir können die Mauer dann hier nicht rumbauen, aber naja, gut. Geht halt nicht alles. Wir brauchen natürlich die Basics, und zwar brauchen wir einen Inspektorenturm. Hier. Einen Wachturm brauchen wir, glaube ich, hier nicht, aber wir brauchen... Ne, Brunnen brauchen wir auch nicht, weil die haben eine eigene Wasserversorgung. So, Kräuterkundiger, wo kommst du hin? Gibst dich auch in einem guten Feng Shui. Dann bauen wir dich hier hin. Gut, dann brauchen wir die Läden. Jetzt brauchen wir Mitarbeiter. Jawohl. Wo dieser sich schon sehr gut entwickelt hat. Allerdings, die brauchen auch noch ein bisschen Verschönerung hier, ne? So, das sollte eigentlich jetzt reichen. Oder? Was ist mit dir? Ne, Keramik braucht der noch. Okay. Ja, wir dürfen jetzt mal bei einem kein Keramik verkaufen. Wie sieht das hier aus? Hier ist schon Keramik verkauft worden für dieses Jahr. Okay. Da sind aber schon 6 Stück wieder drin, ne? Ja, okay. Und hier... der kann noch 2 verkaufen. Oder kaufen. Und dann werden wir hier den Verkauf stoppen. Hier können wir die Seide verkaufen. Das geht auch. Damit wir hier genügend Keramik haben. Obwohl, jetzt hat der Keramikhändler genug. Aber wir brauchen ja noch was für die gehobenen Wohnungen. Denn wir müssen in unserer Stadt Keramik und Hanf haben, wenn wir entsprechend die gehobenen Wohnungen bauen wollen. Ja, und ich habe vergessen, den Ahnenschrein hier noch zu bauen. Mein Gott, die haben aber ja alle schlechtes Feng Shui. Meine Güte. Gut, kommst du hier hin. Ich hoffe, es geht noch. Immer noch günstig, gut. Ja, die haben sich ja alle wunderbar weiterentwickelt. Wie sieht der Arbeitsmarkt aus? Oh, ja. Uiuiui. Dann können wir jetzt hier auch entsprechend die Läden mal bauen. Nahrung. Hanf. Keramik. So, und dann können wir auch schon direkt den Seidenladen, weil das ist das Erste, was unsere gehobenen Wohnungen brauchen, nämlich Seide. So, wir sollen jetzt ein bisschen aufpassen, wenn wir jetzt hier entsprechend die gehobenen Wohnungen platzieren. Wie gesagt, die brauchen Hanf und Keramik. Keramik haben wir mehr als genug, aber Hanf haben wir jetzt nicht so viel. Und wir haben November, das dauert ein bisschen, bis neuer Hanf entsprechend da ist. Moment, Weizen brauchen wir jetzt allerdings nicht mehr einzukaufen. Wir platzieren jetzt mal 2. Oh, nicht schick genug. Da passt es. Da auch. Da nicht mehr, dann brauchen wir jetzt Verschönerungen. So, ich hoffe, das reicht. Ja, das reicht. So. 4 Stück, das reicht jetzt erstmal. Wir haben nur noch hier so wenig Hanf. Wie gesagt, Hanf können wir auch nicht einkaufen.
Ja, aber das passt doch ganz gut, ne? 6 Stück und wir hätten hier noch die Möglichkeit, welche zu platzieren und hier auch noch. Und dann kommen auch schon die ersten, ja, neuen Bewohner dieser Parzellen. Ja, und ich sehe gerade, Seide ist auch schon auf dem Marktplatz. Wir haben jetzt hier das bescheidene C1 und die haben auch schon Seide und bräuchten jetzt Akrobaten. Was brauchen wir? Wir brauchen das Üppige. Okay, wir müssen also noch Akrobaten zur Verfügung stellen. Und wir haben auch genug Arbeitslose. Ja, wir feiern natürlich wieder ein Fest. Ja, wo können wir denn die Akrobatenschule platzieren? Hier? Oder hier? Hier. Allerdings, na doch, die kommen da durch. Also sie müssten auch jetzt hier auf diesen Marktplatz eigentlich hinkommen. Ja, da machen sie sich auf den Weg. Sehr schön. So, hier ist eine Seuche ausgebrochen. Infiziert für 2 Monate, das ist schade. So, hier haben wir jetzt das üppige C1 und wir haben Platz für 10. Wir haben 4 und damit haben wir auch 40, wenn die hier entsprechend alle besiedelt sind. Das heißt, wenn hier maximale Einwohnerzahl in den gehobenen Wohnungen vorherrscht, haben wir diese Mission erfolgreich geschafft. Ausgezeichnet. Unter ihrer geschickten Führung hat sich die Stadt Erlitou aus einfachen Anfängen gut gemausert. Von talentierten Webern hergestellte feinste Seidenstoffe hüllen die Elite der Stadt ein und werden in der gesamten Region gerühmt. Die Schatztruhen der Stadt quellen vor Reichtümern geradezu über. Ja, eine sehr schöne Mission hier, unsere Gründung der Stadt Erlitou. Und es geht direkt weiter. O weises und tapferes Oberhaupt, dunkle Wolken des Krieges wallen rasch heran. Jetzt ist die Zeit der Vorbereitung gekommen, da es zu spät ist, das Schwert zu schärfen, wenn der Kampf erst einmal entbrannt ist. Kupfererz kann von Waffenschmieden zu ausgezeichneten Klingen verarbeitet werden. Zur Aufsicht über das Militär und über die Steuererhebung wird ein Verwaltungszentrum benötigt. Bewaffnen Sie eine schlagkräftige Soldatentruppe und bilden Sie sie für den Schutz der Stadt und ihrer Bewohner aus. Um die Kosten dieser Streitmacht zumindest teilweise auszugleichen, sollten Steuern erhoben werden. Holzfäller können hölzerne Hauptbücher liefern, die von den Steuereintreibern für die Buchhaltung benötigt werden. Jetzt dürfte der optimale Zeitpunkt gekommen sein, dem großen Helden Huang Di großzügige Opfergaben darzubringen. Möglicherweise wird die Weisheit und Macht des legendären gelben Kaisers ihrer Stadt in der Zeit der Not helfen. Ja, diese Mission aus der Xia-Dynastie trägt jetzt den Titel Männer und Waffen. Und wir werden uns jetzt hier tatsächlich mit der Kriegsführung beschäftigen. Die Ziele sind, eine Bevölkerung von 1500 Einwohner zu haben und wir sollen in einem Jahr 20 Waffenregale produzieren. Okay. Wir werden uns mit dem Krieg beschäftigen und mit dem Aufrüsten unserer Stadt. Und da haben wir auch schon entsprechend die Informationen. Wir können jetzt das Verwaltungszentrum errichten. Und dementsprechend können wir auch Steuern erheben. Was können wir hier? Achso, das sind jetzt noch die Läden, die wir noch bauen können. Ja, das interessiert uns jetzt alles nicht so richtig. Holzfäller, wir haben jetzt die Möglichkeit, Holz zu produzieren. Das brauchen wir für unsere Steuerbüros. Da ist nochmal hier Steuerbüro, was wir entsprechend errichten können und somit auch die Steuern eintreiben können. Ja, wir können auch noch durch das die Verfügung stellen von Akrobaten unsere Wohnhäuser entsprechend
aufrüsten bzw. erweitern. Ja, und wir können jetzt Kupfererz abbauen, Bronze produzieren und somit auch Waffen und können damit auch unser erstes Fort dann errichten und unsere Soldaten ausbilden. Steht hier vielleicht irgendwas über diese 3 Befehle hier? Na, gucken wir doch mal eben. Nee, leider nicht. Ach, Moment. Unten in der militärischen Bottenleiste befinden sich die 3 Formationen. Aha, wilder Drache, wachsamer Tiger und Panzerschildkröte. Okay, also, wilder Drache, das heißt bestimmt, wir stürzen uns auf jeden Feind. Wachsamer Tiger ist bestimmt defensiv und Panzerschildkröte, keine Ahnung. Also da bin ich ja immer noch mal auf der Suche nach einer genaueren Definition dieser Befehle. Also ich gehe davon aus, dass der wilde Drache tatsächlich so eine aggressive Formation ist, wo wir direkt die Feinde angreifen, und beim wachsamen Tiger bleibt die Formation, glaube ich, und wir greifen mit der Formation an, und Panzerschildkröte weiß ich nicht. Gut. Ja, dann haben wir hier entsprechend nochmal Huang Di, der gelbe Kaiser, der ja tatsächlich, wenn er in unserer Stadt ist, uns bei der Verteidigung der Stadt helfen kann. Gut, ja, dann, was steht hier? Pingyang wird wahrscheinlich die Stadt sein, die uns angreifen wird. Gut, sollten wir das Missionsziel früher erreichen, bevor wir angegriffen werden, haben wir Glück gehabt. Wir können aber auch dann, das wird hier erwähnt, natürlich die Mission weiterspielen. Okay, ja. Besuch aus Pingyang. Da werden wir wahrscheinlich angegriffen werden. Ja, und wir haben hier auch die Möglichkeit, entweder Schmiergeld zu zahlen, unsere Stadt zu verteidigen, oder uns zu unterwerfen. Das kennt man noch aus dem Spiel Zeus. Da hatten wir auch die Möglichkeit. Gut, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Ich würde aber gerne noch mal hier 2 gehobene Wohnungen bauen. Geht aber nicht, wir haben kein Hanf mehr. Okay. Also wir haben hier das elegante Haus. Das braucht jetzt den Akupunkteur. Den haben wir leider in dieser Mission nicht. Wir haben aber die Möglichkeit, jetzt hier noch die letzten Parzellen auszuweisen. Und wir errichten natürlich jetzt, wo jetzt der Regierungsbutton hier freigeschaltet ist, das Verwaltungszentrum. Wo bauen wir das hin? Ja, das passt aber, glaube ich, leider nicht hier hin, oder? Na doch, würde passen, aber ein bescheidenes Feng Shui hat es aber hier auch. Ja, dann können wir es auch so bauen, oder? Dann können wir hier sogar noch gehobene Wohnungen errichten. Oder wollen wir es so bauen? Oh, da war es gerade. Ja, das war das gerade gut hier, ne? Und dann bauen wir es so. Warum auf Planetenland? Warum kann ich es nicht bauen? Hä? Jetzt ist es nicht mehr gut. Das ist ja sonderbar hier. Was ist denn das? Ja, egal wie ich mich drehe und wende, es ist ein schlechtes Feng Shui. Wir bauen es jetzt so. Weil so ein Verwaltungszentrum hat, glaube ich, auch eine... Oh, und jetzt ist es wieder grün. Spiel spinnt manchmal ein bisschen. Dann bauen wir es jetzt so. Wie gesagt, so ein Verwaltungszentrum hat auch einen positiven Einfluss auf die Attraktivität. So, und jetzt können wir auch Steuern erheben. Na, wir können zwar Steuern erheben, wir müssen aber erstmal hier bei Gewerbe haben wir nämlich jetzt bei Rohmaterial die Holzsammelstelle. Und wir haben jetzt hier die Bronzeschmelze. Und wir haben beim Militär jetzt entsprechend
die Möglichkeit, ein Infanteriefort auszubilden. Und wir haben natürlich die Waffenschmiede. So, und wir müssen Holz produzieren. Ja, wir passen doch eine Holzsammelstelle hin. So viel brauchen wir gar nicht. So, hier können wir jetzt entsprechend auch Holz annehmen. Wir haben die Möglichkeit, jetzt hier noch ein Steuerbüro zu bauen. Hier und hier. Dann bauen wir es hier auf. Und hier können wir die letzte Parzelle noch ausweisen, nämlich hier. Und füllen das jetzt hier tatsächlich mit Parkanlagen oder Gärten. Und dann ist dieses Wohngebiet hier maximal ausgefüllt. So, und hier würde ich natürlich jetzt auch gerne ein Steuerbüro errichten. Und das kann hier hin. So, wir haben jede Menge Keramik. Das können wir jetzt hier auch wieder verkaufen. Und unsere Ahnen sind unglücklich und Huangdi ist wütend. Mittlere Keramikkiste erstmal anbieten. Dann sind sie unglücklich oder vernachlässigt. Ja, okay, dann müssen wir nachher nochmal gleich was tun. Ja, hier haben wir unser Kupfervorkommen. Da würde ich mal sagen, bauen wir mal jetzt hier die Verbindung zur Stadt. Und dann bauen wir die Bronzeschmelze hier auf. Wir brauchen ein Warenlager. Das können wir sogar hier hinbauen. Dann bauen wir... Oh, hier passt es aber auch gut hin, ne? Ne, wir bauen es hier hin. So, dann kommt hier die Sperre hin. So, und dann bauen wir 2 Waffenschmieden. Ja, die passen hier hin. Haben auch ein gutes Feng Shui. Das ist super. Okay, ja, da werden wir wahrscheinlich ein bisschen mehr bauen müssen. Jetzt brauchen wir natürlich Mitarbeiter, ich weiß. So, und dann natürlich ein Fort. Da war es gerade mal grün gewesen. Da, so. Können wir jetzt hier platzieren und natürlich anschließen. So. So, September, der Hanf wird geerntet. Gott sei Dank, das wird auch dringend nötig sein. Sonst haben wir ein Problem mit der Rückentwicklung. Da kommt die ersten Hanfballen. Oh, das wird echt knapp werden hier. So, wir gehen mal auf ein hohes Lohnniveau. Feuer in der Stadt. Eine Bronzeschmelze brennt. Ja, ich weiß. Ich habe vergessen, hier einen Inspektor zu errichten. Das machen wir direkt. So, ich hoffe... nein. Sie ist schon zusammengestürzt. Ach, wie nervig. So, Hanf ist wieder angekommen. Gut. Ja, wir brauchen relativ viel an Mitarbeiter, aber da wandern sie jetzt alle wieder ein. Und das war knapp. Gegebenenfalls müssen wir noch eine zweite Hanffarm bauen. Ich glaube, das ist echt zu wenig, ne? So, ja, dann bauen wir mal unsere Bronzeschmelze wieder auf hier, ne? Ja, das ist so wenig. Wir bauen noch eine zweite Hanffarm auf. Die kann hier hin. So. Dann können wir das auch so bauen.
Ja, das ist besser. Ja, und ich glaube, wir haben doch eine etwas sehr starke Keramikproduktion hier. Wir können erstmal noch mal ja, wir feiern ein neues Fest. Gut. Unsere Ahnen noch mal zufriedenstellen, aber ich glaube, wir sollten das ein bisschen reduzieren. So, Huangdi, komm her. Du kriegst jetzt ein großes Keramikgeschenk. Dann bist du zufrieden. So, unsere Bronzeschmelze arbeitet. Unsere Waffenschmieden warten noch auf die Bronze. Oh, wir haben immer noch zu wenig Mitarbeiter, aber das erholt sich jetzt. Ja, unsere Stadtkasse sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Ich würde jetzt hier mal wieder kein Keramik verkaufen. Auch noch ein bisschen was für Opfergaben. Und wenn wir jetzt gleich genug Hanf haben, ich wollte ja noch mal eine zweigehobene Wohnung richten. So, die erste Waffenschmiede ist schon am Arbeiten. Sehr gut. Ich glaube, so eine Bronzeschmelze kann 2 Waffenschmieden mit Rohstoffen versorgen. So, wir haben schon Arbeitslose. Wir bauen mal weiter hier unsere Bronzeschmelzen auf. Und Bambu fordert Hanf in 4 Monaten. Ja, das passt. Wir haben ja jetzt 2 Hanffarmen. Das sollte eigentlich passen. So, wo haben wir denn jetzt noch gutes Feng Shui hier für unsere Waffenschmieden? So, die ersten Waffen werden zu unserem Fort gebracht. Sehr gut. Die ersten Soldaten können jetzt endlich ausgebildet werden. Ja, wir kriegen die Mitteilung, dass Pingyang entdeckt worden ist. Ja, da wissen wir ja, dass die uns angreifen werden. Da ist Pingyang, dann können wir nochmal einen entsprechenden Spion hinschicken. Ja, und Himudu war ja in der letzten Mission unser Verbündeter. Und ja, wir können tatsächlich eine Verteidigungshilfe anfordern, wenn wir angegriffen werden. Aber ich hoffe mal, dass wir das von alleine schaffen. Ja, schon wieder eine Rückentwicklung hier. Das mit dem Hanf war jetzt echt schwierig gewesen. Da muss man, glaube ich, doch 2 Farben braucht man schon bei so einer mittelgroßen Stadt allmählich. Aber wir haben August, im September wird geerntet. Und dann sollten wir genug Hanf haben. So, da wird er schon geerntet, sehr gut. Oh, ich habe das Warenlager nicht eingestellt. Hier werden natürlich nur Waffen angenommen. Ja, das weiß ich. Aber Hanf ist jetzt im Warenlager wieder, Gott sei Dank. Ja, und Pingyang beginnt eine Invasion und zwar in 6 Monaten. Okay, und ja, du kriegst doch jetzt dein Hanf. 4 Monate. Muss mal eben kurz gucken.
Ist das bei Regierung? Wo kann ich denn jetzt die Forderungen noch sehen? Nee, hier nicht. Stadtübersicht, hier. So, gut. So, das sollte sich wieder normalisieren, hoffentlich. 5 Monate haben wir noch. Wir könnten gucken, ob wir Huangdi hier entsprechend ja, in unsere Stadt bringen. Aber da würde ich noch ein bisschen mit warten. Oh, die sind wütend alle hier, ne? Nee, wir müssen erstmal Nuvar eine mittlere Opfergabe darbieten. Ja, das gefällt mir besser. Lohnniveau ist immer noch auf hoch, aber wie gesagt, da wandern sie jetzt ein. Ja, das mit dem Hanf ist echt, muss man drauf achten, ne? Banpo schätzt uns weniger. Ach Gott. Gleichgültig. Naja, gut. Komm, dann kriegt ihr jetzt ein Geldgeschenk. Großes Geldgeschenk. Kannst du wieder glücklich sein. Ich hoffe, wir haben genug Soldaten, um entsprechend hier unseren Feind zurückgeschlagen. Nur, wir haben jede Menge Keramik. Oh, wir haben auch genug Geld. Also, denke mir mal, wir werden gleich Huangdi ein großes Geschenk machen und eine große Opfergabe, dass er uns hilft, wenn wir nachher angegriffen werden. Dann brauchen wir unseren Partner hier nicht zu fragen, ob er uns bei der Verteidigung hilft. Und zwar in 2 Monaten. Okay, jetzt sollte man das machen. Ja, wir feiern ein neues Fest. Oh, jetzt habe ich nur noch 2 Nahrungsmittelarten. Wir kaufen ja die Hirse ein. Es ist nur 12, ne? Wir müssen auch noch ein bisschen Reis einkaufen. Machen wir auch. Geld verdienen wir genug. So, jetzt wollte ich Religion. Hier Huangdi kriegt jetzt eine große Opfergabe. Dann ist er begeistert. Und ich hoffe, er kann uns dann entsprechend helfen. Allerdings kriege ich hier keine Mitteilung, dass wir jetzt würdig sind, diesen Helden zu empfangen. So, Arbeitsmarkt sieht wieder gut aus, ja. So, 1 Monat haben wir noch. Und Banpo sondern dankt für das Geld. Wir speichern jetzt mal ab. Unser Held kommt irgendwie nicht, ne? Was hat das Intro uns denn da erzählt? So, Reis ist auch entsprechend jetzt hier in unserem Warenlager. Und wir könnten jetzt mit 2240 Yen Schmiergeld entsprechend die Feinde bestechen. Ich würde aber gerne unsere Stadt verteidigen. Ich möchte doch erstmal hier kämpfen. Okay, wir verteidigen unsere Stadt. Gucken wir mal. Zu welchem Ereignis? Ah, da sind sie. Okay. Hier Fähnchen anklicken und dann sollen die mal hier hin. Ah ne, die kommen dahin. Okay. Dann hier und dann nehmen wir mal hier den wilden Drachen. Okay. Okay. Und das sieht aber ganz gut aus. Jawohl, Invasionsstreitkräfte sind vernichtet. Wunderbar. Also, haben wir ganz gut geschafft.
auch ohne Huang Di. So, und ihr könnt dann zurück zum Fort marschieren. Hierhin? Nee. Zurück zum Fort. Heimwärts. Ja, okay. Ja, sehr schön. Haben wir geschafft, ne? Gut. Ich wollte noch diese 2 letzten gehobenen Wohnungen hier platzieren. So. Und dann ist das Wohngebiet nämlich hier sehr schön gefüllt. Ich möchte meine Mauern hier noch bauen. Geld habe ich jetzt genug. Das muss hier weg, ne? Ja. Da muss ich mal eben gucken. Ach Gottchen. Bisschen doof gebaut hier, ne? Na komm, dann bauen wir den aber auch jetzt woanders hin. Ich möchte meine Mauer hier schön aufbauen. Dann kann ich auch hier hinsetzen. So. So, dann haben wir es also auch jetzt hier entsprechend mit der Mauer umgeben. Noch hier die Gärten. Ja, das gefällt mir. So, okay. Wir haben noch ein paar Arbeitslose. Wir bauen die dritte Bronzeschmelze und nochmal 2 Waffenschmieden. So, und dann hoffe ich mal, dass das reicht, um die nötige Produktion zu haben von 20 Waffenregalen. Die Bestmarke war 7. Oh je, da bin ich mal gespannt, wie viel wir da bauen müssen an Waffenschmieden noch. Oh, wir haben immer noch Arbeitslose, könnten sogar das noch ein bisschen erweitern. So, wir verkaufen mal wieder Keramik hier auch. So, Nahrungsmittel haben wir jetzt genug. Ich glaube, Reis brauchen wir jetzt nicht mehr einzukaufen. Ja, hübsches Wohngebiet hier mit unseren üppigen Ziyuan. Und die können sich nicht weiterentwickeln, weil die Gegend nicht attraktiv genug ist. Aber sie brauchen auch eine Qualitätsstufe 40. Das heißt, sie brauchen 4 Arten von Lebensmitteln. Und die hätten wir zwar, aber wird jetzt nicht unbedingt gefordert. Und wir haben auch nicht so viel Hirse. Von daher denke ich mir mal, ist es auch nicht unbedingt nötig. Wir können allerdings hier dem wütenden Shenong mal was geben? Mittlere Opfergabe Keramik oder Hanf. Na gut, komm, nee, Hanf hat man eben zu wenig gehabt. So, hier ein bisschen vernachlässigt. Geht noch. So, unser Fort ist ausgebildet. Und ja, wir schauen mal. Ja, die Waffenschmieden arbeiten jetzt nicht alle. Die 2 warten noch hier auf Bronze. Brauchen wir noch eine? Aber wir haben ja noch genug Arbeitslose.
Und wir haben auch, glaube ich, genug Ressourcen. Ja. Ja, jetzt haben wir genug Hanf. Dann hier. Wir sind wieder unglücklich. Nuva, komm, dann kriegst du jetzt Hanf. Große Opfergabe. Bist du wenigstens zufrieden? Ach, bei ihr geht das nun? Na gut. Also, dass sie unsere Stadt besucht. Bei dem einen ging es nicht, interessanterweise. So, hier wird fleißig weiter Waffen produziert. Wir haben Januar. Ein neues Jahr. Wir feiern natürlich dieses. Und wir haben jetzt 19. Wow. Ja, das heißt, dass wir doch dieses Jahr jetzt noch verstreichen lassen müssen. Und dann sollte das eigentlich passen. So, ich sehe jetzt, wir haben nur noch Fisch und Weizen da. Allerdings wird jetzt, glaube ich, Hirse eingekauft. Na komm, wir kaufen nochmal Reis ein. Ja, wir gucken nochmal kurz auf unsere Handelspartner an. Dann kann man nämlich sehen, da Wenku ist gleichgültig, Himudo ist erfreut, Pingyang ist gleichgültig, braucht geschnitzte Jade und Seide und produziert Keramik und Hanf. Okay, gut. Und Banpo ist freundlich. Ja, super. Also mit den Preisen sollte man vielleicht nicht unbedingt zu hoch gehen. Moderat vielleicht mal erhöhen und gucken, wie das Ansehen ist. Ansonsten ja, hat es wirklich Auswirkungen, dass unsere Handelspartner mit uns nicht mehr handeln wollen, feindlich werden oder Importkosten nach oben schrauben. Ja, wir haben mittlerweile schon Juni und das Warenlager füllt sich hier. Ich baue vorsichtshalber nochmal ein zweites hier auf. Aber bitte dafür die Sperre etwas verschieben. Oh, eine Waffenschmiede brennt. Das ist nicht gut. Ja, ich befürchte, dass hier entsprechend zu wenig Inspektoren sind. Aber da kommt er jetzt. Ja, okay. Das hat geholfen. Ja, wir könnten jetzt sogar etwas Hanf verkaufen. Ich glaube, wo war es gewesen? Ne, ich glaube, Banpo war es, ne? Nein, das war dann doch Davenkuo, die Hanf kaufen. Allerdings, ja, komm, verkaufen wir ein bisschen was. Ja, unsere Waffenschmieden haben jetzt alle Rohstoffe und können produzieren. Das erste Warenlager ist schon voll. Denke mir mal, sobald wir den Januar hinter uns haben, haben wir diese Mission erfolgreich abgeschlossen. Lobenswerte Feldherrenkunst. Diese dreiköpfigen Hunde aus Pingyang waren für ihre gut ausgebildete Infanterie wirklich keine ernsthaften Gegner. Die Xia-Dynastie und diese Tutorials sind jetzt am Ende angelangt. Es bahnen sich Veränderungen an und ein neues Volk, das Shang genannt wird, ist im Aufstieg begriffen. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben alle Tutorial-Missionen in der Xia-Dynastie erfolgreich abgeschlossen. Die Zeit der Xia neigt sich dem Ende zu, doch schon bricht ein neues, aufregendes Kapitel der chinesischen Geschichte an. In den Gebieten eines Volkes, das sich Shang nennt, fegt eine mächtige neue Macht über das Land. Ja, diese Mission haben wir auch erfolgreich abgeschlossen und somit haben wir die Xia-Dynastie beendet und können nun entsprechend mit einer neuen Kampagne und einer neuen Dynastie beginnen, nämlich der Shang-Dynastie. Ja, freue mich ja schon sehr drauf und ich hoffe, ihr seid auch mit dabei, wenn wir diese neue Dynastie in unserer Kampagne für der erste Kaiser dann beginnen.
Bis dahin wünsche ich wieder alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.